Herzlich willkommen zu einem Thema, das in aller Munde ist: Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Deep Learning. Diese Begriffe begegnen uns ständig, aber was bedeuten sie eigentlich genau und wie hängen sie zusammen? Oft werden diese Begriffe durcheinandergeworfen oder synonym verwendet, dabei gibt es wichtige Unterschiede. Das kann schnell zu Verwirrung führen, besonders wenn man neu in diesem Bereich ist. Unser Ziel heute ist es, diese Konzepte ganz einfach und verständlich zu erklären. Wir wollen Licht ins Dunkel bringen und Ihnen mit klaren Beispielen zeigen, was sich hinter diesen Schlagwörtern verbirgt. Die Welt der KI mag auf den ersten Blick komplex erscheinen, voller Algorithmen und Daten. Aber keine Sorge, die grundlegenden Ideen dahinter sind einfacher zu verstehen, als Sie vielleicht denken. Beginnen wir mit dem größten und umfassendsten Begriff: Künstliche Intelligenz, kurz KI. Stellen Sie sich KI als den Oberbegriff vor, unter dem viele verschiedene Technologien und Methoden versammelt sind. KI beschreibt im Grunde Technologien und Systeme, die darauf abzielen, Maschinen Fähigkeiten zu verleihen, die wir traditionell menschlicher Intelligenz zuschreiben. Es geht darum, Computer intelligent zu machen. Das bedeutet, dass Maschinen Aufgaben erledigen können, für die wir normalerweise menschliches Denken, Verstehen oder Entscheiden benötigen würden. Sie sollen menschliche kognitive Fähigkeiten nachahmen oder simulieren. Solche Aufgaben können sehr vielfältig sein. Dazu gehört zum Beispiel, menschliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren. Es geht auch darum, komplexe Probleme zu lösen, für die es keine einfache, vorgegebene Lösung gibt, oder darum, Entscheidungen auf Basis von Informationen zu treffen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen und sich anzupassen, genau wie wir Menschen aus unseren Fehlern lernen und besser werden. Ein klassisches Beispiel für ein KI-System, das schon lange existiert, ist ein Computer, der Schach spielen kann. Er analysiert das Spiel, plant Züge und versucht, den Gegner zu schlagen. Ein anderes Beispiel ist ein System, das Fragen beantworten kann, indem es Informationen aus Texten extrahiert und zusammenfügt. Solche Systeme finden wir heute überall. Nun kommen wir zu maschinellem Lernen, oft mit ML abgekürzt. Maschinelles Lernen ist keine völlig andere Sache als KI, sondern eine wichtige Untergruppe davon. Es ist eine spezifische Methode, um KI zu realisieren. ML-Methoden ermöglichen es Maschinen, aus Daten zu lernen, anstatt explizit für jede mögliche Situation programmiert zu werden. Das ist ein fundamentaler Unterschied zur traditionellen Programmierung. Beim traditionellen Programmieren geben wir dem Computer genaue Anweisungen oder Regeln vor, wie er eine Aufgabe lösen soll. Beim maschinellen Lernen ist das anders. Statt dem System feste Regeln einzutrichtern, geben wir ihm große Mengen an Daten. Diese Daten dienen als Erfahrung, aus der das System lernen soll. Das System analysiert diese Daten selbstständig und erkennt darin Muster, Zusammenhänge oder Gesetzmäßigkeiten. Aus diesen Mustern leitet es dann Regeln oder Modelle ab. Ein sehr anschauliches Beispiel ist das Trainieren einer KI, um Bilder von Katzen und Hunden zu unterscheiden. Man zeigt dem System Tausende von Bildern, die entweder eine Katze oder einen Hund zeigen, und sagt ihm, welches Tier auf jedem Bild ist. Das System lernt dann selbst, welche Merkmale typisch für Katzen sind, spitze Ohren, Schnurrhaare, und welche für Hunde, hängende Ohren, bestimmte Schnauzenform. Es entwickelt ein Modell, um neue, ihm unbekannte Bilder korrekt zuzuordnen. Ein entscheidender Punkt beim maschinellen Lernen ist, je mehr relevante Daten das System zum Lernen bekommt, desto besser und genauer werden seine Ergebnisse in der Regel. Mehr Daten führen zu einem besseren Verständnis der Muster. Jetzt betrachten wir Deep Learning, kurz DL. Deep Learning ist wiederum eine spezielle Form oder eine Weiterentwicklung des maschinellen Lernens. Es ist eine noch spezifischere Methode innerhalb des ML. Deep Learning basiert auf einer bestimmten Art von Algorithmen, die als künstliche neuronale Netze bezeichnet werden. Diese Netze sind das Herzstück vieler moderner KI-Anwendungen. Die Idee für diese neuronalen Netze ist lose vom Aufbau und der Funktionsweise des menschlichen Gehirns inspiriert. Sie bestehen aus vielen miteinander verbundenen Knoten, ähnlich den Neuronen in unserem Gehirn. Das Besondere an Deep Learning ist, dass diese neuronalen Netze sehr viele Schichten haben. Daher kommt auch der Name Deep, was auf Englisch tief bedeutet.
Diese Tiefe ermöglicht es den Netzen, sehr komplexe Muster zu erkennen. Durch diese vielen Schichten können DL-Systeme extrem komplexe Aufgaben bewältigen, die für einfachere ML-Methoden schwierig wären. Sie können abstraktere und hierarchischere Merkmale in den Daten lernen. Beispiele für solche komplexen DL-Aufgaben sind das tiefe Verständnis menschlicher Sprache, wie es bei fortschrittlichen Chatbots der Fall ist. Sie können nicht nur Wörter erkennen, sondern auch den Sinn von Sätzen und Absätzen erfassen. Auch die Erkennung von Gesichtern in Fotos oder Videos ist eine typische DL-Anwendung. Das System lernt, Gesichtsmerkmale auf verschiedenen Ebenen der Abstraktion zu erkennen. Das automatische Beschreiben des Inhalts von Bildern oder das Analysieren und sogar Generieren von Musik sind weitere Beispiele für die Leistungsfähigkeit von Deep Learning. Deep Learning ist heute die Grundlage für viele der beeindruckendsten und leistungsfähigsten KI-Systeme, die wir kennen. Es hat die KI-Forschung und Anwendung revolutioniert. Systeme wie ChatGPT, das komplexe Texte versteht und generiert, oder Bildgeneratoren wie Midjourney, die beeindruckende Kunstwerke erschaffen, nutzen Deep Learning. Auch die Technologie hinter selbstfahrenden Autos basiert maßgeblich auf Deep Learning, um die Umgebung zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Um die Beziehung zwischen diesen drei Begriffen zu veranschaulichen, stellen Sie sich eine Reihe von ineinander verschachtelten Kreisen oder eine Pyramide vor. An der Spitze oder als größter Kreis steht die künstliche Intelligenz, KI. Sie ist das große Ganze, das Ziel, Maschinen intelligent zu machen. Darunter als Teilmenge der KI kommt das maschinelle Lernen, ML. Das sind die Methoden, die es Systemen ermöglichen, aus Daten zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden. Und ganz unten oder als innerster Kreis befindet sich das Deep Learning, DL. Das ist eine spezielle, sehr leistungsfähige Form des maschinellen Lernens, die auf tiefen neuronalen Netzen basiert und besonders gut für komplexe Aufgaben geeignet ist. Die Beziehung ist also hierarchisch. Deep Learning ist eine Untermenge von maschinellem Lernen und maschinelles Lernen ist eine Untermenge von künstlicher Intelligenz. Jedes DL-System ist auch ein ML-System und jedes ML-System ist auch ein KI-System. Aber nicht jede KI nutzt ML und nicht jedes ML nutzt DL. Warum ist es wichtig, diese Unterschiede zu kennen? Weil ein klares Verständnis Ihnen hilft, die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Technologie besser einzuordnen. Wenn Sie hören oder lesen, dass ein neues System KI nutzt, wissen Sie nun, dass dies ein sehr breiter Begriff ist. Es könnte eine einfache, regelbasierte KI sein oder etwas sehr Komplexes. Wenn von maschinellem Lernen die Rede ist, wissen Sie, dass das System aus Daten lernt. Und wenn Deep Learning erwähnt wird, handelt es sich um eine fortschrittliche Methode mit neuronalen Netzen für anspruchsvolle Aufgaben. Es ist wichtig zu verstehen: Nicht jede Technologie, die als KI bezeichnet wird, verwendet tatsächlich maschinelles Lernen. Und nicht jedes Tool, das maschinelles Lernen nutzt, basiert auf Deep Learning. Aber es stimmt, dass die meisten der modernen, beeindruckenden und wirklich intelligent wirkenden Systeme, die wir heute sehen und nutzen, auf den Prinzipien des maschinellen Lernens, insbesondere des Deep Learnings, basieren. Sie sind das Ergebnis dieser fortschrittlichen Lernmethoden. Ich hoffe, diese Erklärung hat Ihnen geholfen, die Begriffe künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Deep Learning klarer zu verstehen und ihre Beziehung zueinander zu erkennen. Es ist ein faszinierendes Feld, dessen Grundlagen gar nicht so einschüchternd sind, wie sie vielleicht scheinen. Wenn du diese Grundlagen verstanden hast, bist du der Technik schon einen Schritt voraus. Abonniere bitte unseren Kanal Next Level KI und bleib mit uns am Puls der KI-Revolution.